Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Gestern habe ich in einem Tutorial gezeigt, wie man mit Track of the Day aus einem GPX-Track ein animiertes Video erstellen kann. Mehrere Nutzer haben gefragt, ob ich kurz zeigen kann, wie man den Track als weiße Linie animiert. Auch haben sie gefragt, wie man einen grünen Hintergrund hinbekommt. Sie haben auch darum gebeten, zu zeigen, wie man die animierten Tracks mit einer Greenscreen-Funktion in ein Video integriert. Track of the Day verwendet eine Farbpalette mit 32 Farben. Für das Tutorial habe ich die letzte Farbe aus der Palette nach Weiß geändert. Wie das geht, sehen wir hier. Dann habe ich die Einstellung der generischen Karte geöffnet und die Transparenz der Karte von 100% nach 0% geändert. Als Hintergrund habe ich Mercator ausgewählt und dann die Farbe Grün eingestellt. Um einen Track als weiße Linie vor grünem Hintergrund zu animieren, öffnet man die Video-Option und wählt bei der Farbe der Tracklinie die geänderte Farbe aus. Als Karte stellt man die generische Karte ein. Will man kein Icon haben, wählt man den leeren Eintrag aus. Nun kann man noch einstellen, ob der komplette Track animiert werden soll oder ob man nur einen Ausschnitt haben möchte. Man stellt noch die Geschwindigkeit und so weiter ein und startet das Rendern der Animation. Ist alles fertig, hat man eine grüne Fläche, über die sich eine weiße Linie schlängelt. Schauen wir uns jetzt an, wie man diese Animation mit einer Videosequenz verschmelzen kann. Dazu öffne ich das Videoschnittprogramm Filmora, das sehen wir hier. Es ist jetzt ein kurzer Clip geladen, der Sequenzen aus einer meiner vielen Touren in Sizilien zeigt. Dass diese Sequenzen nicht zum animierten Track passen, soll uns an dieser Stelle egal sein. Ich importiere jetzt die Animation in Filmora und lege sie in der Timeline auf die bestehende Videosequenz. Wer möchte, kann jetzt noch Größe und Geschwindigkeit ändern. Dann aktiviert man die Filmora-Funktion Chroma Key und schon ist der grüne Hintergrund weg und man sieht die Routenlinie. Mit den Greenscreen-Parametern kann man die Darstellung optimieren, die Strichbreite ändern und einiges mehr. Wie das geht, sehen wir hier. Okay, schauen wir uns das Ergebnis an. Wie alle YouTuber würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Wenn du auf die kleine Glocke klickst, wirst du künftig benachrichtigt, sobald es ein neues Video gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald!